neue Hühner gegönnt. Ich habe jetzt nochmal aufgestockt mit den Hühnern. Hatte das Gefühl, das Dach stürzt jetzt bald ein, so laut war das. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Design. Vadikap TP, Vadikap Tukon. In meinem heutigen Video erzähle ich euch, warum mein Jahr so bescheiden angefangen hat. Es gibt aber sicherlich auch was Erfreuliches zu berichten. Deswegen würde ich einfach sagen, ihr seid gespannt, was euch in diesem Video erwartet. Lasst euch da ein bisschen überraschen. Ich erzähle euch auf jeden Fall, wie mein Jahr 2025 angefangen hat und wünsche euch jetzt mit dem Video ganz, ganz viel Spaß. Im neuen Jahr wollte ich euch dann auch was Erfreuliches mitteilen. Zum einen habe ich mir neue Hühner gegönnt. Die Schweine sind vor Silvester noch weggekommen. Teil eben, hatte ich euch ja gesagt, ist in meiner Gefriertruhe gelandet. Da werde ich sicherlich Bratwurst davon machen. Mal schauen, will auch noch eine Leberwurst davon machen. Habe dann aber eben jetzt in dem Zug nach Neujahr dann aufgestockt mit den Hühnern. Habe jetzt Gott sei Dank endlich eine Farm gefunden, die nicht allzu weit von mir ist. Das heißt, ich muss nicht mehr bei Facebook bestellen, wo ich immer mit der Gefahr leben muss, dass ich erst nach 4, 5, 6 Monaten dann Eier habe. Habe aber mittlerweile von der Farm, wo ich jetzt die neuen Hühner gekauft habe, erfahren, dass das eigentlich gang und gäbe ist, dass man einfach lange suchen muss, bis man jemanden findet, der denn die Hühner, sage ich mal, schon legebereit verkauft. Die sind dann natürlich ein bisschen teurer. Der Preisunterschied jetzt hier war 40 Baht pro Huhn. Aber das ist für mich okay, wenn ich dann gleich Hühner habe, wenn ich das im Gegenzug rechne, wenn ich 4, 5, 6 Monate Hühner füttern muss mit, sage ich mal, proteinreichen Hühnerfutter, dann kostet mich das im Endeffekt mehr als das, was ich jetzt, sage ich mal, mehr bezahlt habe für die Hühner. Habe jetzt dann nochmal 40 Hühner dazu gekauft. Das heißt, ich habe jetzt gesamt 87 Hühner. Und mit der hoffe ich mir jetzt natürlich, sage ich mal, dass ich pro Tag 2 Paletten Eier habe. Habe auch gestern schon 66 Eier, die ich gehabt habe. Bin ich sehr zufrieden damit. Der nette ältere Herr, der mir die Hühner verkauft hat, der hat aber zu mir schon gesagt, du musst warten 2 bis 3 Tage, bis sie sich daran gewöhnt haben, an den neuen Stall. Die waren für mein Empfinden nicht so schön gehalten, halt quasi wie in Legeboxen. Hier haben sie sich sofort wohlgefühlt. Ich habe die in den neuen Stall gesetzt. Die haben sich erstmal schön in der Erde, in dem Stroh gewälzt, gesuhlt. Ja, ich hoffe, dass die sich jetzt noch ein bisschen erholen, dass die alles gut überstanden haben. Ich habe gemerkt, sie fressen noch nicht so, wie sie sollten. Das Futter fülle ich immer trotzdem schön auf, dass sie einfach fressen können, wenn sie wollen. Ich nehme an, sie fressen dann, wenn ich nicht da bin. Sie haben sich ja mittlerweile aber auch schon ein bisschen an mich gewöhnt. Jetzt inmitten meinen neuen Chicks, die wollte ich euch doch auch nicht vorenthalten. Die haben einfach schon auch die Größe, das sieht man sofort. Damals die Hühner, wo ich von Facebook bekommen habe, da habe ich sofort gemerkt, dass das sicherlich ganz, ganz junge Hühner sind und dementsprechend auch lange gehen wird. Mit den Hühnern hier bin ich mehr wie zufrieden. Da seht ihr jetzt, das sind insgesamt 40 neue Hühner. Die eben schon eine entsprechende Größe haben. Ich durfte mir die Hühner auch selber aussuchen. Man hat auch gesehen, dort wo Eier in dem Gehege schon liegen oder in den Legeboxen. Die Hühner habe ich mir natürlich rausgepickt. Ich werde hier am Stall sicherlich noch ein bisschen was ändern. Ihr habt mittlerweile gemerkt, dass das einfach mit den Fressständen da nicht so optimal ist. Ihr habt jetzt da was gesehen, auch auf YouTube und auch bei der Farm. Die bauen sich da was aus alte PVC-Rohre und das werde ich dann einfach hier anbringen. Quasi wie so Fressrinnen. Und dann können die sich hier schön verteilen. Ich werde das an mehreren Stellen machen. Dann habe ich hier auch nichts mehr rumhängen. Auch mit dem Wasser.
mit dem Vitaminwasser, da werde ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Da habe ich auch noch eine andere Idee oder beziehungsweise habe ich mir auch schon was gekauft. Ja, also in dem Stall wird sich sicherlich noch ein bisschen was verändern. Ich werde doch die Einstreu ein bisschen abändern. Habe da auch mit dem Mann gesprochen gehabt von der Farm. Der sagt, es ist besser mit Reisschale einzustreuen. Das nimmt da ein bisschen die Feuchtigkeit. Das werde ich hier auf jeden Fall noch ändern. Das sind quasi die Teilchen, die Tränken, sage ich mal, die ich neu gekauft habe für die Hühner. Die werden im Prinzip einfach an einem, sage ich mal, großen Wasserbehälter, wird ein kleines Loch gebohrt, dann werden die dort dran geschraubt und dann können die Hühner selbstständig sich da das Wasser mit dem Kippsystem dann trinken. Ich hoffe, sie kapieren es. Ich will das einfach mal probieren. Das wird es mir um einiges leichter machen, weil dann muss ich bloß einen großen Behälter sauber machen, hin und wieder oder wöchentlich, sage ich mal. Und ja, bin gespannt, ob das denn so funktioniert. So sieht es auf jeden Fall aus, was ich mir dazugelegt habe. Ist um einiges günstiger als die Tränken, die man da kaufen kann. Klar, man muss diesen, sag ich mal, größeren Behälter auch noch kaufen, aber das vereinfacht mir einfach alles. Ich muss da nicht so oft das Wasser wieder nachfüllen. Ich denke, ich probiere das einfach aus und dann mal schauen, ob die Hühner das annehmen oder nicht. Ich werde jetzt noch die Wasserleitung hier von den Kokosnusspalmen, beziehungsweise die habe ich auch schon laufen gehabt, muss jetzt aber natürlich wieder jeden einzelnen Sprenklerkopf überprüfen, ob der noch funktioniert. Manche waren verstopft, die habe ich schon frei gemacht. Ich habe hier die Linien hier schon alle jetzt bewässert. Habe jetzt gedacht, die fangen jetzt endlich mal wieder an zu bewässern, auch auf die Gefahr hin, dass das Unkraut dann natürlich wieder wächst. Aber ich denke, nach der Zeit, jetzt wo es keinen Regen gab, sollte ich das endlich mal wieder tun. Und dementsprechend mache ich jetzt einfach meine Runde. Habe die nächsten 2 Linien schon am Laufen. Und die werde ich jetzt noch einstellen. Dann bekommen die auch wieder schön Wasser. Die haben ordentlich Zuwachs gemacht. Die sind schön gewachsen. Bin jetzt auch gespannt, wann es denn bald jetzt hoffentlich auch hier mal Kokosnüsse geben wird, Blüten geben wird. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Die Sprenklerköpfe habe ich jetzt alle eingestellt. Das ist erledigt. Für mich hat das Jahr oder das neue Jahr nicht so schön angefangen, muss ich sagen. Ich musste am 31. mit der Nichte zur Zahnklinik nach Saconacorn. Das war die einzigste Klinik, die offen hatte. Ich bin dann an Silvester um 22 Uhr ins Bett gegangen. Das war für mich Silvester. Am 1. Januar dann hat mich dann nochmal eine schreckliche Nachricht erreicht. Das von meinem Freund, ein Deutscher, dem seine Frau oder Freundin hatte einen tödlichen Verkehrsunfall mit dem Motorrad. Dementsprechend fing das Jahr bei mir, hat nicht so schön geendet, hat auch nicht so schön angefangen. Dann kam gestern noch eine Situation dazu, aber dazu komme ich dann noch später. Warum mein Jahr außerdem bescheiden begonnen hat, das werde ich euch jetzt noch erzählen. Gestern Morgen bin ich im Bad gewesen. Auf einmal gab es wirklich wahnsinnige Schläge. Ich hatte das Gefühl, das ist über mir auf dem Dach. Hatte das Gefühl, das Dach stürzt jetzt bald ein. So laut war das. Bin da wirklich tierisch erschrocken. Habe dann erstmal das Haus verlassen. Die Geräusche haben nicht aufgehört. Es wurde im Gegenteil, es wurde immer lauter und stärker. War mir da wirklich nicht im Klaren, was das sein könnte. Bin dann ums Haus rumgelaufen, habe erstmal nichts gesehen. Habe dann sofort einen Neffen angerufen, ob er kurz kommen kann, sich das mit mir zusammen anschauen kann. In der Zwischenzeit bin ich dann nochmal ums Haus rumgelaufen, habe dann nochmal geschaut, was passiert sein könnte. Habe dann gesehen, was passiert ist. Das ist bei uns vor der Eingangstür. Da hat sich wirklich der komplette Fliesenboden auf der ganzen vorderen Terrasse angehoben. Bis auf diesen Teil da, diesen kleinen Teil, den wir letztes Jahr neu gemacht hatten. Ja, den Teil, den wir da neu gemacht hat. Wer das Video von euch nicht gesehen hat, das würde ich dann mal oben verlinken. Wirklich, ich bin so erschrocken, der Neffe kam dann. Ich
hatte dann im ersten Moment gedacht, okay, vielleicht war das irgendwie ein kleines Erdbeben oder hatte dann auch noch Angst, dass das Haus eventuell abgesackt sein könnte. Er kam dann mit nochmal 2 Freunden von mir, die sich da auch ein bisschen auf dem Bau auskennen. Die haben dann das ganze Haus inspiziert, haben dann auch sich das Dach angeschaut. Morgens steht bei uns vorne auf den Eingang die Sonne und in der Nacht war es wirklich sehr, sehr kalt. Wir hatten in der Nacht, ich glaube, 9 Grad. Und wenn dann morgens die Sonne drauf steht, ich muss dazu sagen, die Fliesen wurden damals hier nicht gerade so schön verlegt. Die wurden sehr eng aneinander verlegt. Dementsprechend haben die sich dann natürlich schnell erwärmt. Und ich denke, diesen Temperaturunterschied, den haben die nicht gemocht. Auf jeden Fall ja, ist meine Vermutung genau gleich wie die Vermutung vom Neffen und von meinen Freunden da. Das wird einfach aufgrund der Temperaturschwankung gewesen sein, dass sich die Fliesen jetzt letztendlich komplett angehoben haben. Ja, so sieht es jetzt aus, bescheiden. Das heißt, ich werde jetzt heute anfangen, die Fliesen hier zu entfernen. Irgendeine Lösung muss jetzt hierher, weil ja, soll ja auch wieder ein bisschen anschaulich aussehen. Sogar der Nachbar, der da ist aus Bangkok, der hat mich dann gestern Abend gefragt, was passiert ist am Morgen, ob ich wütend war auf irgendwas. Er hat gedacht, ich schmeiß die Türen zu im Haus. Die Geräusche müssen so laut gewesen sein, dass er das sogar drüben gehört hat. Ja, habe ihm das dann erzählt. Er kam dann auch rüber, hat sich's angeschaut, musste dann auch ein bisschen lachen. Jetzt werden wir das Beste draus machen. Wie gesagt, ich fange heute an, hier ein bisschen aufzuräumen und lasse euch dabei wieder ein bisschen zuschauen. Also ich bin jetzt durch, habe jetzt doch alle Fliesen entfernt. Die versprochene Hilfe ist nicht gekommen, macht auch nichts. Habe die kaputten Fliesen auch schon entsorgt. Konnte noch einige Fliesen retten eben. Die werde ich einfach behalten als Reserve. Mal schauen, was wir denn damit machen. Das Ganze sieht jetzt so aus. Da habe ich schon mal angefangen zu schauen, wo der Untergrund ist. Da habe ich dann ein bisschen was vor mir. Da die andere Seite. Ja, und jetzt werde ich halt Stück für Stück dann nachher vorgehen und dann hier alles sauber machen. Habe ich noch was vor mir. Den Abschluss mache ich natürlich auch wieder von zu Hause aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass mein Jahr 2025 auf jeden Fall besser wird, als es angefangen hat. Ich sage immer, man muss einfach das Beste daraus machen. Das werde ich einfach tun. Geplant hatte ich eigentlich viel, wollte eigentlich die nächsten Tage einiges machen, aber so schnell können sich dann Pläne doch auch hier ändern. Die Arbeit, wo ich jetzt da vorne am Haus habe, das macht mir schon auch Spaß. Habt ihr ja, denke ich, gesehen. Kann man so ein bisschen seine Kraft rauslassen, kann den Boden da abtragen. Da geht es jetzt noch die nächsten paar Tage weiter. Ich denke, dass ich da euch auch mitnehmen werde, euch da ein bisschen unser quasi neues Bauvorhaben, was uns so vom Himmel heruntergefallen ist, werde ich da sicherlich auch ein bisschen begleiten mit der Kamera. Ich hoffe natürlich auch, dass euer Jahr 2025 besser angefangen hat als meins. Ich sage aber immer, es kann nur besser werden, es kann nicht schlechter werden. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wie ihr euer neues Jahr begonnen habt. Ich hoffe, ihr seid alle gesund ins neue Jahr gekommen. Würde mich auch wie immer wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mein Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer würde ich mir einfach wünschen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Denkt einfach dran, das kostet euch nichts. Das kostet euch weder viel Zeit noch Geld. Das ist nur ein kleiner Klick, der für mich eine absolute Bestätigung ist und auch nicht bloß für mich, sondern für alle YouTuber. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch bis zum nächsten Video eine ganz, ganz gute Zeit. Bleibt wie immer gesund da draußen, passt auf euch auf
Ich versuche das Gleiche zu tun und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich sage Tschüss, euer René aus Thailand.